Okay, wir machen es jetzt mal ganz, ganz anders, weil es so ein paar Probleme gibt. Machen wir heute mal Oldschool, ohne Cam, ohne nichts, nur mein Palaver und das Gameplay. Da muss man sich meine Hackfresse auch nicht antun. Guck schon mal, ein Pluspunkt. Muss mal kurz das umstellen. Halt. Jetzt muss ich hier wieder alles einstellen. Das ist so ein Trick immer. Egal. Gab schon deutlich Schlimmeres. Ähm, mhm. Was fehlt denn jetzt noch? Oh.
Ach, das ist jetzt auch alles wieder gelöscht. Super. Hier Spielaufnahme, Quelle hinzufügen. Bestimmtes Fenster, getting over it. Das auch einmal nehmen und getting over it und was hat er gemacht? Stimmt das hier. So. Und das ist auch, das ist gut, dann werde ich das mal im Hintergrund machen. Muss ich noch anpassen von der Größe. Gerade auf, so, zack. Und continue. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas, and that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Ja, so ist es auch, aber auf der For echten years Welt auch. now, people have been predicting that games would soon be made out Oder? of prefabricated Muss man ein bisschen hier. Nein, nicht die Master Sensitivity. objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of Jetzt the mein digital Mausball age. wegtun, das ist zu You klein, can damit build kann ich culture nicht out of arbeiten. trash, but only trash culture. B games, B movies, B music, Nein, B nein, philosophy. nein, Maybe nein. this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and Ja. unsorted. Er hat recht. There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, Scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on LiveLeak. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Ich wusste nicht, dass Everything's fresh die for about 6 Kommentare in seconds diesem until Game some so newer thing beckons and we hit relativ refresh. deep And there's sind. years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. Das ist, puh.
In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things? Ja, das ist schon schade, finde ich. Also ist halt, es vergeht alles. Die Games, die Menschen, die Welt, das Leben an sich, die gesamte Existenz. Und dann ist das alles gone. Die Frage ist halt, was willst du, was davon bleibt? Wie soll man sich an dich erinnern? Rainer, ich muss mal ganz kurz gucken, ob die Kamera jetzt entbuggt ist und vielleicht funktioniert. Wahrscheinlich nur so halb wieder. Die da erst. Test it. Nothing. 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 Ich will eine Sache probieren. Ich wüsste mich, glaube ich, sogar, woran es liegt. Jetzt hast du mich die richtige Dings. Ich habe die ganze Zeit versucht, die Kamera über WLAN zu verwenden und nicht über USB. Über WLAN ist halt, wenn ich über WLAN so streame und so, ist die Bandbreite nicht groß genug über WLAN. Dann werde ich die aber einmal kurz löschen und neu hinzufügen. Videoaufnahme. Da Videoaufnahme. Ich kann hinzufügen. Findet sie jetzt gar nicht irgendwie. Dann, ja, wo war sie denn die? Problem ist gerade praktisch, die Kamera ist zu klein, wenn ich die drin habe. Glaube ich, und deswegen wird die gar nicht angezeigt. So, jetzt ist schon eine Kamera da. Langsam hier rein. Nein. Langsam hier rein. Zack. Come on, jetzt hoch. Boosten. Nein. Ich sehe schon, komm, ich hiete mich gleich wieder runter. Aber es ist halt schon, es wird richtig satisfying, wenn ich es geschafft habe. Was auch geil ist, mir ist gerade ein Bug aufgefallen. Vielleicht sieht man die ganze Zeit was man gar nicht sehen braucht.
Nur weil ich dumm bin. So. Filtert nämlich die ganze Zeit grau raus und ballert dafür einen Hintergrund rein, den man sehen kann, wenn man will, aber muss jetzt ja nicht.